Gespräche immer, temporäre eingegrenzte Kooperation, meinetwegen auch, aber im Augenblick keine Koalition. Das wäre mein Credo, wenn es denn in die Parteigremien ginge. Ansonsten muss man Merz unterstellen, dass er keine guten strategischen Berater im Konrad-Adenauer-Haus hat, weil jeder, der sich mit der weltpolitischen Lage auseinandersetzt, spürt, dass wir gerade einen Umschlag in dieser Lage haben, dass der Zeitgeist sich völlig ändert. Hey Leute, jetzt habe ich ein richtig spannendes Interview für euch. Exklusiv gibt uns Björn Höcke von der AfD absoluten Klartext zum aktuellen Wahlergebnis und sein Statement sprengt alle Erwartungen. In diesem Video erfahrt ihr, wie er stolz verkündet, dass die AfD mit über 20% ein echtes psychologisches Limit knackt. Eine Verdopplung gegenüber 2021, die ordentlich Wellen schlägt. Er redet offen darüber, wie wichtig es ist, in einer Demokratie miteinander zu sprechen, kritisiert aber auch die CDU und deren alte Merkel-Politik. Das ist euer direkter Einblick in die Strategien und Visionen, die jetzt die politische Landschaft verändern könnten. Schaut unbedingt rein, wenn ihr wissen wollt, was hinter diesen brisanten Aussagen steckt und wie die AfD sich als echte Oppositionskraft positioniert. Eure Meinung ist gefragt. Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Wenn euch das Video gefällt, vergesst nicht zu liken und unseren Kanal zu abonnieren. Viel Spaß beim Schauen. Auf geht's! Ja, Sie sind zufrieden mit der Ergebnisse? Ja, ich bin zufrieden. Wir haben jetzt die neuesten Prognosen, die uns auch über 20% sehen. Ich bin jetzt kein Zahlenfanatiker, aber natürlich ist 20% eine psychologische Schallmauer. Und ich bin natürlich froh, wenn wir diese Schallmauer noch durchbrechen im Laufe des Abends und uns da verfestigen können. Es ist ein tolles Ergebnis, eine Verdopplung unseres Ergebnisses zur Bundestagswahl 2021. Und das gegen diesen Widerstand. Und ich denke, die AfD kann sehr, sehr stolz sein. Ja. Warum sind es nicht 22%, 23% geworden, wie in einigen Umfragen dann doch prognostiziert waren? Haben Sie da eine Erklärung? Nein, also da möchte ich um Verzeihung bitten, dass ich jetzt auch an diesem Wahlabend noch keine Tiefenanalyse abgeben kann. Wir werden sicherlich dann in den nächsten Tagen in den Parteigremien zusammensitzen und werden uns mit den Fundamentaldaten auseinandersetzen. Aber nochmal, es sind gut 20%, so wie es im Augenblick aussieht. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Teilen Sie die ausgestreckte Hand oder gehen Sie eher auf Fundamentalopposition? Was soll die Strategie der AfD sein? Nein, ich bin immer jemand, der die Hand ausgestreckt hat, auch wenn mir immer anderes nachgesagt wird. Ich praktiziere das im Thüringer Parlament seit vielen Jahren. In einer Demokratie muss man miteinander reden. Es geht ja jetzt, wenn Sie von der CDU reden, beispielsweise als möglichen Konsultationspartner, ich will es einmal so einordnen, geht es ja darum, dass man erstmal ein Vertrauensverhältnis zueinander entwickelt. Ja, jetzt kann die CDU sagt, die AfD hat unser Vertrauen missbraucht, oder die AfD sagt, die CDU hat unser Vertrauen missbraucht. Ist jetzt nicht der Zeitpunkt, das einzuordnen. Ich bin kein Mensch, der schwarz-weiß malt. Ja? Aber wenn man ein Vertrauensdefizit hat, dann muss man anfangen, miteinander zu sprechen. Das ist mal das Erste. Und in einer Demokratie müssen alle miteinander sprechen, weil wir alle mit demselben Mandat in die Parlamente gewählt worden sind. Und nochmal, Brandmauern darf es nicht geben. Das blockiert eine parlamentarische Demokratie auch in ihrem Reformprozess, auch in ihrer Reformnotwendigkeit. Und ich bin mir sicher, die politischen Problemhalden, die Kartellparteien in den letzten 10, 20 Jahren auf Deutschland aufgetürmt haben, im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Migrationspolitik und anderer Politikansätze, die werden sich mit einer schwarz-rot-grünen Koalition, also es könnte ja sein, dass es Richtung Afghanistan-Koalition geht, nicht abtragen lassen. Im Gegenteil, der Staatszerfall wird beschleunigt werden und dann ist leider wahrscheinlich der Name Afghanistan für diese Koalition auch richtig gefunden. Um 18 Uhr standen Sie neben Alice Weidel. War das mit ihr abgesprochen, dass Sie da nebeneinander stehen? Nein, also wir sind im intensiven Austausch miteinander, aber wir sprechen uns nicht in jedem Detail ab. Ich bin relativ pünktlich in Berlin gewesen und bin dann als wahrscheinlich einer der Letzten angekommen und musste mich dann irgendwo einreihen und habe da meinen natürlichen Platz gefunden. Neben Frau Weidel? Naja, was heißt neben Frau Weidel? Es waren ja auch noch andere Landesvorsitzende, die neben mir standen. Wir standen zusammen neben Frau Weidel, ja. Und das war für mich ein völlig akzeptabler Platz. Was sagen Sie zum Abschneiden der anderen Parteien?
Ich habe jetzt schon ganz lange, ich muss zu meiner Schande gestehen, ganz lange nicht mehr auf die aktuellen Prognosen. Ich habe jetzt nur erfahren, dass wir im Augenblick über 20% sind als AfD. Ich habe gehört, dass das BSW wohl an der 5%-Hürde im Augenblick gescheitert ist. Stimmt das? Also im Augenblick sieht es so aus, als würde sie scheitern. Und das ist natürlich für mich als Thüringer ein Aspekt, der mir erwähnenswert ist. Ich habe schon vor vielen Monaten prophezeit, wenn die Katja Wolf wegen ein paar Ministerämter in die Koalition mit der CDU geht, dann wird das dazu führen, dass die Bundestagskarriere von Sarah Wagenknecht beendet werden wird. Meine Prophezeiung ist eingetreten und am Ende könnte es auch sein, dass das BSW dann im Nachgang zerfällt, wenn es keine Bundestagspräsenz mehr gibt. Also Katja Wolf hat für ihre Ämtergeilheit letztlich dieses Parteiprojekt geopfert und hat das BSW zu einer politischen Eintagsfliege gemacht. Das ist sicherlich eine, in Anführungszeichen, politische Schuld, die sie dann auf sich geladen hat. Wird Herr Merz die Brandmauer noch halten können? Bitte? Wird Herr Merz die Brandmauer noch halten können? Wenn er schlecht beraten ist, wird er die Brandmauer halten. Ich kann aber meiner Partei im Augenblick auch nicht empfehlen, in eine Koalition als Juniorpartner mit dieser CDU reinzugehen. Ich erwarte von der CDU eine 180-Grad-Wende in Bezug auf die Merkel-Jahre. Ich erwarte eine klare Distanzierung von der Herrschaft des Unrechts durch Angela Merkel. Ich erwarte eine klare Distanzierung von der Energiewendepolitik, die von Angela Merkel federführend betrieben worden ist und unser Land deindustrialisiert. Eine klare Distanzierung von der Multikulturalisierungspolitik der Merkel-Ära. Dann ist die CDU für uns ein Koalitionspartner. Ansonsten Gespräche immer. Temporäre, eingegrenzte Kooperation, meinetwegen auch, aber im Augenblick keine Koalition. Das wäre mein Credo, wenn es denn in die Parteigremien ginge. Ansonsten muss man Merz unterstellen, dass er keine guten strategischen Berater im Konrad-Adenauer-Haus hat, weil jeder, der sich mit der weltpolitischen Lage auseinandersetzt, spürt, dass wir gerade einen Umschlag in dieser Lage haben, dass der Zeitgeist sich völlig ändert. Das ist mit einem dialektischen Prozess, der Zeitgeist, der jahrzehntelang in Richtung links bunt ausgeschlagen ist, der hat jetzt seine am stärksten, die stärkste Amplitude erreicht und pendelt jetzt zurück. Und wenn man sich weiterhin mit den alten Kräften verbündet, wie das die CDU macht, weiterhin rechts blinkt und links abbiegt, weiterhin die Stimmen der Mitte auf die linken Mühlen leitet, dann hat man nicht verstanden, wo wir weltpolitisch stehen. Und dann wird man zu den Verlierern nicht nur der deutschen Politik gehören, dann wird man zu den Verlierern der Weltgeschichte gehören. Hat Frau Weide alles richtig gemacht? Ich meine, bei 20% stand die AfD schon im Herbst. Das war vor Magdeburg, vor Aschaffenburg, vor München, vor dem Talk mit Musk, vor dem Empfang in Budapest. Also im Endeffekt hat das alles ihnen nichts weitergebracht. Diese Erfolgswelle des rechten Zeitgeistes, auf der sie eigentlich geritten sind, hat sich nicht in Prozent niedergeschlagen. Woran lag das? Lag das an Spitzenkandidatin? Ja, nochmal, wir haben trotzdem unser Ergebnis zu 2021 verdoppelt. Ich habe das heute schon mehrfach eingeordnet. Die Deutschen, unser Souverän, der heute zur Wahlurne gerufen worden ist, sind ein sehr gutmütiges Volk. Und weltpolitische Umschwungbewegungen werden von unserem Volk, man Blick in die Geschichte, oftmals erst verzögert wahrgenommen, beziehungsweise auch umgesetzt, auch in konkrete Politik, auch in Wahlverhalten umgesetzt. Deswegen kann man gegen den Zeitgeist schlecht Politik machen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir prinzipientreu sind, dass wir unsere politischen Standpunkte erhalten und für diese politischen Standpunkte auch kämpfen, auch gegen Widerstand kämpfen. Und die AfD hat, weiß Gott, genug Widerstand in den letzten 10 Jahren, 12 Jahren erfahren. Und wir hatten mit Alice Weidel die richtige Spitzenkandidatin. Ich hatte mich von Beginn an zu 100% hinter Alice Weidel gestellt. Sie hat einen sehr, sehr guten Job gemacht in den Talkshows und bei ihren öffentlichen Auftritten. Und es ist am Ende so, wie gesagt, vieles ist Kaffeesatzleserei. Wir werden das alles analysieren. Die AfD wird als Oppositionskraft gewählt von den Wählern, weil sie für Veränderung steht, weil sie für grundsätzlich andere Politikansätze steht, weil sie für grundsätzliche Reformen in Deutschland steht. Und trotz, dass wir eine sehr attraktive, sehr kluge und sehr taffe Spitzenkandidatin hatten, ist die AfD immer noch auch eine Programmpartei. Also egal, wen Sie jetzt vorne hinstellen, die Menschen wählen uns heute immer noch vorwiegend für unsere alternativen Politikansätze und weniger für die einzelnen Personen. Aber im Rahmen dessen, was ein Spitzenkandidat machen kann, hat Alice Weidel nochmal einen sehr guten Job gemacht. Wie gehen Sie denn damit um, dass möglicherweise auch Sie ein Grund dafür sind, dass die Union die Brandmauer zur AfD aufnimmt? Ja, was soll ich dazu sagen? Herr Merz hat sich ja vor kurzem mal dazu geäußert, dass er sich noch nicht mal mit mir in einen Raum setzen würde. Da muss ich sagen, liebe Freunde, wo sind wir? Sind wir in einer Demokratie oder wo sind wir? In einer Demokratie muss jeder miteinander reden können.
Es kann doch nicht wahr sein, dass wir noch nicht mal in der Lage sind, uns als erwachsene Männer zusammenzusetzen und politische Standpunkte auszutauschen. Damit blockiert man den Parlamentarismus, damit blockiert man die Demokratie und macht sie reformunfähig. Man wird nicht dauerhaft eine Kraft in den Skat drücken können, die bundesweit bei 20% steht. Ich bin gespannt auf die Thüringer Ergebnisse. Was mir zugerufen worden ist, zeigt mir, dass in Thüringen nicht nur eine Volksabstimmung über die Ampel stattgefunden hat, sondern auch eine Volksabstimmung über die Bromberg-Koalition. Nochmal, wenn die CDU diese Brandmauer mit dämlichen Argumenten wie die von Merz vorgetragen weiter aufrechterhält, dann wird sie den Weg der italienischen Christdemokratie gehen. Es ist der Weg in die politische Bedeutungslosigkeit. Viel Spaß dabei. Nochmal, unsere Hand bleibt aufgestreckt. Wir sollten zumindest mal miteinander reden. So, meine Herrschaften, ich danke herzlich.